Astral Chain ist Platinums größter und einziger Erfolg der letzten 3 Jahre. In diesem Spiel kämpft man als Polizist gegen die Verbrecher in der letzten Stadt der Menschheit. Oh, und gegen interdimensionale Mächte des Bösen muss man auch noch antreten. Das sollte aber kein Problem sein, denn auch wie die Polizei im echten Leben löst man hier die Probleme mit Gewalt. Stylischer Gewalt. In diesem immer weiter eskalierenden Sci-Fi-Action-Abenteuer geht es um schnelle, effektvolle Kämpfe, dramatische Anime-Handlungen, niedliche Katzen, übertriebene Setpieces, die der feuchte Traum eines jeden Mathematikers sind und nicht zu vergessen das Crossover des Jahrtausends, wenn Lovecraft auf die Bibel trifft. Habe ich erwähnt, dass unser Chef Josef und die Stadt die Arche heißt? Symbolism. Wenn euch diese Art von Bad-Shit-insaner Rahmenhandlung interessiert, dann erlaubt mir euch Astral Chain näher zu bringen, in dessen fiktionalen Setting die Polizei tatsächlich hilfreich ist. In Astral Chain fängt man mit den Basics der Videospiele an. Normalerweise ist das ja sehr öde, aber wenn ihr euch später im eingemachten Gameplay befindet, werdet ihr diese Zeiten vermissen. Zu Beginn seid ihr erstmal nur für 2 Dinge verantwortlich: Angreifen und Ausweichen. Angreifen tut man entweder mit der Pistole oder mit dem Baton. Ihr habt also die Wahl zwischen Totschießen und Totschlagen. Dabei schlägt und schießt man nicht einfach, sondern man schlägt und schießt mit Style. Ähnlich dramatisch weicht man auch aus und das war dann tatsächlich auch erstmal alles, was man mit dem Charakter macht. Das mag jetzt etwas dürftig wirken, besonders da Platinum Games einem normalerweise super viele Kombos an die Hand geben. Das ist aber nur die erste Ebene des Kampfsystems. Die zweite Ebene öffnet sich, wenn das Spiel uns einen Stand gibt. Das Kampfsystem von Astral Chain ist sehr einzigartig. Es kann in der ersten Stunde des Spiels gar nicht vermittelt werden, wie groß das eigentliche Kampfarsenal ist. Was einem selbst an Kombos fehlt, wird durch den Legion wieder ausgeglichen und dann auch noch überboten. Astral Chain guckt sich Tales of Two Sons an und fragt sich, was wäre, wenn beide Charaktere mordlustige Polizisten wären. Mit diesem Fundament steht dann die Basis dieses Spiels. Und wenn wir schon von Basis sprechen, willkommen im gechilltesten Polizeidepartment aller Zeiten. Dieses HQ hat einfach alles. Ein Trainingsbereich, ein Helikopterlandeplatz, ein Waffenhändler, ein Furry, ein Umkleideraum. Warte, ein Furry? Gehen wir einfach mal weiter. Von hier nimmt man die Mission an, verbessert seine Legion und kleidet sich in neue Uniformen. Also Cyber ist das ja alles, aber ist es auch Punk? Vom Look her? Ja. Mit diesem neuen Look und einer weiteren Mission ausgewählt, geht es dann in den Heli, wo wir uns einfach mal nicht fragen, wie der uns ohne Rotoren in der Luft halten kann. Die Zukunft! Eine Mission in Astral Chain beginnt meist im Detective-Modus. Nicht den aus der Batman Arkham-Reihe, wobei es auch den im Spiel gibt. Als Polizist gilt es, den Tatort zu untersuchen, um herauszufinden, was am Ort des Verbrechens passiert ist. Dazu befragt man die Bürger, sammelt Hinweise und spielt mit Kindern Spiele, da sie sonst fallrelevante Informationen vorenthalten. Kleiner, das ist Behinderung der Justiz. Man sammelt also für ca. 10 Minuten Hinweise, bis man dann zu dem Entschluss kommt, dass es sich hier um Chimeras aus der Astralebene handelt. Spoiler, das ist jedes Mal so. Es ist etwas repetitiv, in einem schnellen Actionspiel jedes Mal 10 Minuten im Level Hinweise zu suchen, nur um dann herauszufinden, dass die übernatürlichen Kräfte, welche nur aus der Astralebene kommen können, tatsächlich auch von Wesen aus der Astralebene stammen. Es ist, als spiele ich jedes Mal eine Folge Blau und Schlau nach. Ein Hinweis, ein Hinweis. Na, das schreibe ich mir doch gleich in meinen Notizblock. Das sind jetzt nicht wirklich meine Lieblingsabschnitte im Spiel, zumal sie bei erneuten Spielen nicht übersprungen werden können. Ich hab's verstanden, ich weiß, was hier passiert ist und wo sich der Täter befindet. Kann ich jetzt bitte weitergehen? Nach diesen Passagen eskalieren die Level und werden deutlich actionfokussierter, wenn man in die Astralebene reist oder wenn die Armeen der Chimären die Stadt angreifen. Sicher, dass das ein Job für die Polizei und nicht für das Militär ist? Hier beginnt der eigentliche Spaß von Astral Chain. Ich weiß nicht, wie gut ich das rüberbringen kann, aber Astral Chains Kampfsystem ist fucking insane. Die Geschwindigkeit und das effektvolle Farbspektakel ist etwas, das einem Herzrasen geben kann. Ihr werdet deswegen leider immer wieder daran erinnert, dass Astral Chain auf der Switch läuft. Diese atemberaubende Action läuft in vollen 30 FPS und 900p. Ich liebe es, wenn meine hektischen, reaktionsbasierten Actionspiele nur so vor sich hinruckeln. Astral Chain ist wie Bloodborne eines dieser Spiele, die unbedingt einen PC-Port brauchen. Und zwar am besten schon gestern. Nichtsdestotrotz ist das Spektakel, welches in Astral Chain entfesselt werden kann, ein einzigartiges Erlebnis. Die zweite Hälfte eures Teams, die Legion, kann auf Wunsch direkt gesteuert werden. Die meiste Zeit werdet ihr sie aber selbstständig angreifen lassen. Hier werden dann die eigenen Kombos wichtig. In bestimmten Momenten kann man sich mit der Legion synken. Das wird durch dieses Leuchten signalisiert. Das ist eure Hauptart, Damage auszuteilen, und genau deshalb hat der eigene Charakter so simple Kombos. Jede Aktion von euch hat eine Reaktion eures Legions. Und diese zu lernen hilft euch zu verstehen, dass euer eigener Charakter als Combo-Support für euren Legion dient, welcher die eigentlichen Angriffe austeilt.
Das erlaubt es schnell mit einer Synchro-Kombo eures Legions auf Gegner zu antworten. Abseits vom Angreifen ist der Legion auch für die Bewegung wichtig. Mit der namensgebenden Astralkette kann man sich zum Legion heranziehen oder den Legion zu sich. Mit der Kette lassen sich auch Gegner fesseln, womit sie leichte Beute für euch werden. Noch mehr Bewegungsoptionen bekommt man, wenn die Palamute Legion freigeschaltet wird. Endlich! Sci-Fi Monster Hunter Rise. Im Laufe des Spiels wird man 5 Legions bekommen, jeder davon mit eigenen Moveset und Spezialfähigkeiten. Wie zum Beispiel die Hunde-Legion, welche jetzt eigenständig nicht so mobil ist wie andere Legions, aber eine bestienartige Aggression besitzt und alles und jeden zerfleischen will, womit er der perfekte Hund für einen Polizisten ist. Die Funktion als Reittier ist natürlich auch nett. Die Schwert-Legion ist euer Standardkämpfer, mit dem werdet ihr wahrscheinlich die meiste Zeit kämpfen. Er ist der klassische Allrounder und beherrscht die Sandatsu-Fähigkeit von Raiden. Ein weiterer Grund zu bedauern, dass Astral Chain ein Nintendo-Spiel ist. Überlegt nur, wie viele Körperteile ihr mit dem abtrennen könntet. Die Fire Legion ist die agilste, sowohl im Movement als auch im Angriff. Ein wahrer Segen gegenüber fliegenden Gegnern, aber auch als Fernkampfunterstützung kann diese Legion viel austeilen. Die Rayman Legion nutzt seine großen Fäuste für größtmöglichen Schaden. Exzellent für Angriffe auf sehr kurze Distanz, da seine Sync-Angriffe Iframes haben, oder man kann ihn gleich als Rüstung tragen, um mit tausenden Schlägen den Gegner zu vernichten. Und zu guter Letzt die Monster Hunter Großschwert Legion, ignoriert den Axtteil. Mit dieser Legion teilt man großen Schaden aus, wenn man trifft. Genau wie ein Monster Hunter. Gleichzeitig kann er euch mit einem Kraftfeld schützen und seine Beschwörung kann als Konter eingesetzt werden. Das ist so gut. Das sind eure Optionen, zwischen denen ihr im Kampf frei wechseln könnt. Hier hört es aber noch nicht auf. Jeder der 5 Legion besitzt mehrere Fähigkeiten, die in einem Skilltree freigeschaltet werden, was sie nochmal komplexer macht als ohnehin schon. Das Kampfarsenal wird also nicht nur immer stärker, es wird auch immer breiter, denn jede der Fähigkeiten kann unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten finden. Es geht aber noch eine Ebene weiter. Zusätzlich zum Skilltree kann in jeder Legion Fähigkeitschips eingesockelt werden. Diese haben wie in Monster Hunter verschiedene Slotgrößen und Fähigkeitsstärken und von denen gibt es eine Menge. Von passiven Effekten wie Heilung oder Angriffsboost bis hin zu spielverändernden Fähigkeiten, die einem zum Beispiel erlauben, Angriffe immer zu parieren, egal mit welchem Legion, genau wie Metal Gear Rising. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Das ist eine der coolsten Fähigkeiten im gesamten Spiel und die ist einfach so versteckt unter diesen ganzen Chipsets. Solche spielverändernden Fähigkeiten werden nicht mal vom Spiel erwähnt. Das ist nicht das erste und auch nicht das letzte Mal. Man wird im ersten Spieldurchgang mit den vom Spiel gegebenen Funktionen genug zu tun haben. Es ist also eine nette Erkenntnis, die man später erfahren kann. Genauso wie die Tatsache, dass man nicht nur einen einzigen Legion zur Zeit nutzen kann. Die etablierte Gameplay-Regel gibt eigentlich vor, dass man immer nur einen Legion zur Zeit aktivieren kann. Nun gibt es aber bei jeder Legion im Skilltree eine Fähigkeit, mit der man sie kurzzeitig entfesseln kann. Das ist gut, wenn man sich auf verschiedene Gegner gleichzeitig fokussieren will. Was das Spiel aber nicht sagt, ist, dass man in dieser Zeit die Astral Chain für einen weiteren Legion nutzen kann. Also ist man zu dritt auf dem Schlachtfeld. Wenn man jetzt noch gutes Management betreibt, entfesselt man vor jedem Wechsel einen Legion und jongliert somit 2 Legions gleichzeitig. Das ist sehr komplex und eine sehr hohe Kunst, ist aber auch fucking amazing. Es gibt auch eine Ultra-Fähigkeit, die sich mit genug Sync-Angriffen auflädt. Damit wird man dann zum Super Saiyan Cthulhu. Diese hat aber das Problem, dass sie keine Iframes besitzt, was zu solchen Situationen führen kann. Okay, alles oder nichts. It's Morbin Time! Es ist eine Glaskanone. Mit den Legions, deren Fähigkeiten, Chipsätzen und Kombinationspotenzial hat man ein sehr mächtiges Arsenal, mit dem man gegen die Chimären vorgeht. Diese interdimensionalen Gegner kommen in verschiedensten Formen und Größen daher, mit unterschiedlichen Subklassen, welche dann auch noch elementare Permutationen haben können, womit die Chimären untereinander Synergien erzeugen, was ihnen dann erlaubt, Tag-Team-Kombos gegen euch durchzuführen. Jesus Christ, sind das coole Gegner. Am besten würde ich sie als Synth-Cyber-Dämonen bezeichnen, was auch gut zur Musik passt, denn die reicht von Cyberpunk-Gitarrenriffs bis hin zu religiösen Techno-Chören. Und wenn wir schon beim Soundtrack sind, es ist ehrlich gesagt ein Verbrechen gegen die Menschheit, dass Astral Chain keine Preise mit der Musik gewonnen hat. Hört ihr diese göttlichen Töne? Kein einziger Preis. Das Spiel gibt sich große Mühe, die Kämpfe mit anderen Aktivitäten zu lockern. Nun will ich aber ehrlich sein, ich spiele Platinum-Spiele nicht, um irgendwelche Puzzle zu lösen oder Verbrechen aufzudecken oder Eiscreme zu balancieren. Okay, letzteres ist schon ganz schön cool, aber mein Punkt ist, das Spiel kann sich durch seine Kämpfe tragen. Und das wird am besten dadurch bewiesen, dass man nach dem Finale weitere Investigationen freischaltet, welche ausschließlich Kampfmissionen sind. Diese Level sind jetzt nicht so groß inszeniert wie die Hauptmission, es sind aber perfekte Level, um schnell und unkompliziert Gegner zu vermöbeln, ohne vorher den lästigen Papierkram machen zu müssen. Ich glaube, ich roleplay einfach sehr gerne als realistischer Cop.
Das lässt uns dann nur noch mit der Geschichte übrig und warum wir gegen die Mächte der Astralebene kämpfen. Der Plot von Astral Chain ist zweckmäßiger Bullshit der höchsten Klasse und das meine ich so positiv wie nur irgend möglich. Auf der ersten Ebene haben wir den Polizeiplot, welcher uns von einem Setpiece zum nächsten bringt. Neuron, was wie ein Ort klingt, wo man sich eine Hirnoperation unterzieht, ist eine spezielle Taskforce, angeführt von Mr. Ich will nur das Beste für die Menschheit. Wer hier keine Red Flags bekommt, ist blind und taub. Auf der zweiten Ebene haben wir die Geschwister Akira. Zwei hochbegabte Polizisten, die nach dem Verschwinden ihres Vaters vor der Herausforderung gestellt sind, eigenständig zu handeln, was zu einer Rivalität zwischen den beiden führt. Macht Sinn, euer Spielcharakter bekommt einen Legion nach dem anderen, während euer Gegenüber, Depression bekommt. Zu guter Letzt haben wir die dritte Ebene, die Kirsche obendrauf, das Worldbuilding. Wo sind wir hier und was machen wir hier eigentlich? In diesem futuristischen Szenario ist die Erde eine vom Redshift-Virus zerstörte Einöde geworden. Die letzten Überlebenden der Menschen haben sich auf eine künstliche Insel, die Arche, zurückgezogen. Nun breitet sich der Redshift-Virus auch auf der Arche aus, da leider zu viele Menschen konservativ sind, was bedeutet, dass sie einfach zu dumm sind, Masken richtig zu tragen. Der Redshift-Virus kommt aus einer anderen Dimension, auch bekannt als die Astralebene, welche langsam immer mehr mit der echten Welt verschmilzt, was dafür sorgt, dass immer mehr Portale sich öffnen, wodurch mehr Menschen unter den Redshift-Virus leiden, zahllose Unschuldige in die Astralebene entführt werden und Legionen an monströsen Chimären die Arche angreifen, bis langsam aber sicher nichts mehr von der letzten Bastion der Menschheit übrig ist. Ich frage nochmal, ist das wirklich ein Job für die Polizei? Astral Chain ist zusammen mit Metal Gear Rising und Bayonetta Platinums bestes Beispiel, in welche Richtung sie gehen sollten. Das ist, was wir wollen. Nicht dieser Live-Service-Scheiß wie Babylon's Fall, sondern actiongetriebene Singleplayer, die kein anderer Entwickler auf dieser Welt machen kann. Mit Action, die so abgedreht und komplex ist, dass jedes andere Spiel im Vergleich wie ein fucking Tutorial wirkt. Mit einer Geschichte, die so austauschbar, aber auch cheesy ist, dass sie schon fast wieder gut wird. Das sind die Stärken von Platinum Games. Und solange sie so abgedrehte Scheiße wie Astral Chain rausbringen, können sie einfach nicht enttäuschen.